Willkommen bei der Lately Show mit mir, Florian Streletz. Kommen wir zu unserem Thema heute Abend und schauen einmal auf eine der wichtigsten Sachen beim täglichen Geschäft. Und dabei meine ich nicht, dass wenn man sein Tablet oder Smartphone vergessen hat, man nun die Inhaltsstoffe vom Shampoo liest als Ersatz. Fast genauso informativ wie die Bild zu lesen und mit sogar ziemlich ähnlichen Inhaltsstoffen wie dem SLS, dem Strohdove-Loser-Syndrom. Nur bevor wir loslegen, vergiss bitte nicht den Abo-Button zu drücken und die Glocke, denn jedes Mal, wenn die Show ein Abo mehr bekommt, dann wird hoffentlich ein Baum weniger in Schweden gefällt, nur damit wir etwas mehr für unsere Hintern haben. Denn heute Abend geht es hierum. Toilettenpapier wird entweder aus Holz oder aus Altpapier hergestellt. Das Holz stammt meist aus fernen Ländern. Finnland, Kanada, Brasilien. Dort wird das Holz zerkleinert und zu Zellstoff verarbeitet. Ein Zwischenprodukt, das per Schiff nach Deutschland kommt. Aus diesem Zellstoff produzieren hiesige Fabriken das konventionelle Toilettenpapier. Und ja, genau dafür habe ich studiert, um heute einmal hier über Klopapier zu reden. Aber wer eine Show macht über eine Bio-Fairtrade-Banane, der kann definitiv auch über Klopapier reden. Ich denke, dass ich das mal thematisch etwas passender gestalten sollte und meine Kaffeetasse, Papas Wasser schmeckt bitter und hat einen Eiswürfel drin, austauschen sollte, genau gegen eine Rolle Klopapier. Und weil die mehr wert ist als alles andere hier, inklusive meiner Junghans-Uhr und meinen Grills in der Tasche, deshalb liegt sie genau hier, weil ich sie dann immer im Blickfeld haben kann. Nicht, dass mir die geklaut wird und ich dann eine von den anderen 80.000 Rollen, die ich auf Lager habe, holen muss. Früher war Klopapier sogar ein noch viel größerer Luxus als heute. Wenn ich mit meinem Opa zu meiner Uroma gefahren bin und dort mal auf Toilette musste, dann drückte mir meine Uroma eine Rolle Klopapier in die Hand, weil nämlich die einzigen Toiletten im Hausflur waren. Denn damals ist man zum Kacken nicht in den Wald gegangen, sondern in den Hausflur. Deshalb musste man auch sein eigenes Klopapier mitnehmen. Allerdings hing dort, nennen wir es mal, das Urklopapier in der Kabine. Und das war eine fein säuberlich zerschnittene Zeitung. Und dreimal darf jetzt jeder raten, welche berühmte Zeitung dort zerschnitten benutzt wurde, um sich dann den Hintern damit abzuwischen. Nein, nicht das Parteibuch der AfD, das damals noch als Mein Kampf gedruckt wurde, sondern qualitativ gleichwertig die Bild. Und das ist auch eigentlich die einzige sinnvolle Nutzung dieses Schmierenblattes. Aber heute rede ich nicht von Klopapier, da ich hier Zeit schinden muss, weil während du dir das gerade anguckst, ich dir alles Klopapier klaue, sondern heute reden wir über Klopapier, vor allem deswegen. Kick it like Boateng. Auf Twitter spielt der Bayern-Star eine ganz neue Rolle, wortwörtlich. Statt mit dem runden Leder zeigt er mit Klopapier, was er kann. Und fordert seine Kollegen aus dem internationalen Fußball auf, es ihm gleich zu tun. Die Klopapier-Challenge für Boateng ein Spaß, für Otto Normalverbraucher aber ein alltägliches Ärgernis. Denn scheinbar war Toilettenpapier noch nie so wertvoll wie heute. In rauen Mengen findet es reißenden Absatz, wird gehortet und gebunkert. Wie hier in Stuttgart füllen Drogerien und Supermärkte die leergefegten Regale quasi im Akkord wieder auf, doch bereits am Abend ist wieder alles weg. Haben die echt einen Sockenschuss? Oder warum wird Klopapier gehortet, als ob es darum geht, den durch den Klimawandel steigenden Meeresspiegel mit dem Klopapier aufzusaugen und damit den Klimawandel zu verhindern? Oder planen sie sich alle als Mumien zu tarnen, damit jeder Virus getäuscht wird? Und dann an Halloween zusätzlich noch ordentlich absahnen zu können? Außerdem würde man normalerweise viel eher erwarten, dass Menschen in Krisen nicht Klopapier horten würden wie bescheuert, sondern Benzin, Wasser und Konserven wie Ravioli in der Dose. Wobei ich auch hier rechtlich verpflichtet bin, darauf hinzuweisen, dass jeder, der mehr als 5 Dosen Ravioli kauft, darf per Gesetz von der Polizei ungefragt erschossen werden. Denn 5 Dosen Ravioli fallen unter das Verbot zum Mitführen von biologischen Waffen. Keine Ahnung, warum erst ab 5 Dosen und warum dann wiederum 4 Dosen noch okay sind, aber ich habe schon lange aufgehört, manche Gesetze zu hinterfragen, die ich mir auf der Toilette habe einfallen lassen. Auch bedarf es noch nicht einmal einer echten Krise, um einen Run auf Klopapier zu verursachen,
sondern nur den Godfather of Late Night, nämlich Johnny Carson 1973 und diesen Gag von ihm damals in seiner Tonight Show. Of all the shortages we have, there's a gasoline shortage. You know what else is disappearing from the supermarket shelves? Toilet paper. Ha ha ha, you can laugh now. There is an acute shortage of toilet paper in the good old United States. We gotta quit writing on it. Und obwohl Johnny Carson selber schon über seinen Witz lachen musste, kam es danach wirklich zu einem Run auf Klopapier in den USA. Das zeigt zum einen, wie gut Johnny Carson war, und zum anderen zeigt es, wie auf einmal ganz schnell der sogenannte Herdentrieb beim Menschen einsetzt. Denn wenn einige Menschen 10 Packungen Klopapier kaufen, dann sagen sich andere, Augenblick mal, nicht dass ich zu kurz komme, und kaufen auch 10 Packungen. Nur ging das damals immer so weiter, bis es wirklich kein Klopapier mehr in den USA gab. Dabei basierte der Gag von Johnny Carson nur auf einer Meldung, dass die Regierung in Washington für ihr Personal vor Ort zu wenig Klopapier geordert hatte und somit zum Beispiel die FBI-Mitarbeiter mal einen Tag kein Klopapier zum Abwischen hätten, sondern dann nur die streng geheimen Akten von J. Edgar Hoover. Und selbst die hätten bis 2050 gereicht für ganz Amerika. So lustig das damals war, dürfen wir auch heute nicht vergessen, dass Klopapier zwar sprichwörtlich auf Bäumen wächst, aber dafür müssen Bäume abgeholzt werden. Verdammt viele Bäume, wenn man nur Klopapier hortet, wie der Candyman tote Teenager. Allerdings muss dieses Mal sogar mal nicht der Amazonas herhalten, sondern dafür wird der sogenannte boreale Nadelwald abgeholzt. Bäume fällen für Taschentücher und Toilettenpapier. Kahlschlag im großen Stil. Eine der größten Forstfirmen in Schweden ist SCA. Insgesamt 366 Waldgebiete, hier grau umrandet, hat die schwedische Behörde zwar als besonders schützenswert eingestuft, aber gesetzlich noch nicht unter Schutz gestellt. Doch das hält die Forstfirma SCA nicht davon ab, regelmäßig darin zu roden. Zum Beispiel hier hat SCA erst vor wenigen Monaten Areale im sogenannten besonders schützenswerten Waldgebiet kahl geschlagen. Für SCA kein Problem. Die Behörden würden die Bewirtschaftung ja nicht verbieten. Und das Erschreckende dabei ist, dass der boreale Nadelwald der zweite Lungenflügel unseres Planeten ist, neben dem Amazonas, der auch immer weiter abgeholzt wird. Und jeder, der schon mal einen Lungenflügel verloren hat oder auch den zweiten, weiß, dass das am Ende nicht gut ausgehen wird. Für uns alle. Also fassen wir einmal zusammen. Wir Menschen neigen in Krisen dazu, irrational zu reagieren. Vor allem, weil wir diese Krisen nicht kontrollieren können. Wir können nicht einen Baseballschläger nehmen, um das mit Corona so zu regeln, wie wir früher in Spandau Neuankömmlinge aus Charlottenburg willkommen geheißen haben. Und weil wir das nicht kontrollieren können, suchen wir Dinge, die wir kontrollieren können, die uns das Gefühl geben, die Situation wieder unter Kontrolle zu haben. Und mit dem Horten von Klopapier versuchten viele, diese Kontrolle wieder zu erlangen. Wenn aber eine Ärztin oder ein Pfleger oder ein Polizist oder eine Feuerwehrfrau oder gar eine Kassiererin auch mal Klopapier kaufen wollten, denn auch Helden müssen mal groß, dann ist nichts mehr davon da gewesen. Und das ist unfair. Unfair gegenüber diesen Helden des Alltages und unfair gegenüber der Natur. Denn dank dem Horten müssen mehr Bäume im weltweiten borealen Nadelwald gefällt werden, als normalerweise nötig wären. Dementsprechend wird gefällt, als ob es keinen Morgen mehr geben würde, was es dann auch irgendwann nicht mehr gibt. Denn obwohl wir wieder glücklich sind, dann doch mal wieder Klopapier kaufen zu können und lachend nach Hause rennen, schreit uns der zweite Lungenflügel der Welt nur zu. Ha ha ha, you can laugh now. Das denkt sich der Amazonas auch jedes Mal, wenn Neymar ein Tor schießt oder Steuern unterschlägt. Aber noch eine kleine Sache. Sicherlich hast du schon die ganze Show über ein Auge auf dieses hübsche 8-lagige Toilettenpapier geworfen, das ich natürlich niemandem weggekauft habe. Denn ich kaufe mein Klopapier schon lange nicht mehr selber, sondern wenn ich merke, dass ich langsam mal wieder Neues brauche, dann besorge ich mir einen Termin beim ARD Hauptstadtstudio und klaue mir einfach dort meine Ration. Denn man kann von der ARD sagen, was man will, ihr Klopapier ist das Beste im Lande.
Das Einzige, was man übrigens immer horten sollte, ist eine gute Menge von Netflix-Bandbreite und eine ausgewogene Offline-Porno-Sammlung. Aber das Horten von Klopapier gehört nicht dazu. Außer man ist eine mesopotamische Mumie und auch nur dann ist es nur in Maßen okay. Das war's wieder von der Show für heute, aber keine Sorge, wir sehen uns wieder am Freitag mit den Lately News. Bis dahin eine gute Nacht und viel Glück da draußen!